Servus, hier ist wieder die Michi. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein großes Update. In den letzten Wochen ist wirklich viel passiert. Körperlich, emotional, beruflich und ein paar Sachen waren sogar richtig skurril. 8 Monate Hormonersatztherapie und definitiv keine langweilige Zeit. Fangen wir mit etwas Positiven an. Nach 8 Monaten Hormonersatztherapie tut sich etwas, auch wenn es langsamer ist, als wie ich es mir manchmal wünsche. Haben wir Brustwachstum von 97 cm auf 102 cm. Die Unterbrust bleibt stabil bei 90 cm. Sind klein, langsam, aber stetig wächst sie. Ich nenne es Pubertät mit Ratenzahlung. Zur Körperform allgemein: Taille, Hüfte, alles konstant. Naja, viele erleben die größeren Veränderungen erst nach 12 bis 18 Monaten. Also versuche auch ich, geduldig zu bleiben. Gewicht und Umfang: Ich bin wieder auf 79,2 Kilo. Der Leibumfang ist von 98,5 auf 98 Zentimeter runter. Sind kleine Schritte, aber auch sehr motivierend. Nach eben der mentalen und körperlichen Überlastung im Oktober, da ich mich erst gerade wieder vorsichtig in den Sport ein bin, um jede kleine Entwicklung froh. Zum Haarupdate: Ich wollte etwas rötlicher werden und es wurde dann mehr so ein mystisches Nachtviolett am Anfang. Ist nicht falsch, nicht hässlich, nur künstlerisch anders. Aber ich kann und werde im Januar nachsteuern. Und irgendwie passt es ja auch gerade. Mein Leben ist generell etwas anders als geplant, aber eigentlich ganz okay. Der nächste Punkt wäre dann Gesicht und Haarentfernung. Die Laserbehandlungen haben jetzt ihren Job getan, bis auf die helleren Haare. Und jetzt beginnt die Ära der Nadelepilationen. Also mehr Schmerzen, mehr Geduld, immer 3 Tage vorher nicht rasieren dürfen. Ich fühle mich dann immer wie eine pubertierende Elfe mit Gesichtsflammen. Dafür werden aber meine Körperhaare dünner und meine Kopfhaare dichter. Das hätte ich jetzt nicht erwartet und das ist ein echter Lichtblick. Dann habe ich jetzt auch noch ein skurriles Problem: die rebellierenden Fingernägel. Das ist mein persönliches Comedy-Highlight. Meine Fingernägel haben beschlossen, dass Softgel Press-Ons ab sofort optional sind, denn die Klebestreifen halten nicht mehr. Die Nägel sind vorne dünn wie Papier und brechen auch schnell ab. Also entweder kommt das jetzt von den Hormonen, Nahrungsergänzungsmitteln, oder sie haben jetzt einfach beschlossen, eigenständige Persönlichkeiten zu entwickeln. Kommen wir nun zur mentalen Lage. Ich möchte heute sehr offen sein, denn die letzten Wochen waren emotional schwierig. Ich frage mich oft, wie lange kann ich dieses Tempo noch durchhalten? Was passiert als nächstes? Wie viel Druck kommt noch? Ich werde beruflich in neue Rollen gedrängt, während gleichzeitig meine bisherigen Kompetenzen in Frage gestellt werden. Das hinterlässt Spuren. Wenn dann gesellschaftlich auch noch politische Entwicklungen dazukommen, die 10-Sternchen-Menschen direkt bedrohen, das macht was mit einem. Aber ich will nicht nur über meine Schatten sprechen,
Ich bin nicht alleine. Ich habe Menschen, die mich auffangen und ich habe Hoffnung, auch wenn ich sie manchmal suchen muss. Deshalb möchte ich an dieser Stelle etwas tun, was viel zu selten in Videos selbst vorkommt. Ich möchte einmal Danke sagen. Danke, Tanja. Du begleitest mich durch eine Reise, die auch für dich alles andere als leicht ist. Du liebst mich wegen meiner inneren Werte, nicht wegen eines Geschlechts, das sich verändert hat. Das bedeutet mir mehr, als ich je sagen könnte. Danke, Antonia, auch wenn wir uns noch nie persönlich getroffen haben. Du hast meine Psyche entschlüsselt, wie niemand sonst. Du warst mein Rettungsanker in einer ganz dunklen Phase. Und danke, Lea und Quinn am wöchentlichen Online-Treff. Ihr gebt mir jede Woche neuen Mut, neue Ideen, neue Stabilität. Ihr seid ein fester Teil meines Weges. Und natürlich auch danke an alle anderen Menschen, die mich unterstützen, sichtbar oder im Hintergrund. Ihr haltet mich, wenn ich wackle. Vielen Dank. Beruflich geht es gerade in zwei Richtungen gleichzeitig. Ich bin positiv daran. Ich darf in meiner Arbeitszeit im Bereich Diversity und Inclusion wirken. Ich bin nun Ansprechpartnerin 10 Sternchen Menschen und für Bayern im Railbow-Netzwerk der Deutschen Bahn. Die Diversity-Woche war ein voller Erfolg. Ich zehre immer noch davon, wo wir einen kleinen Beitrag gemacht haben zum Thema Sichtbarkeit von den städtischen Menschen. Und eine große Neuheit, ich wurde von Proud at Work als Proud Voices 2025 nominiert. Ein riesiger Schritt. Herausfordernd ist trotz allem. Ähm, Bei meiner Rollen gibt es wenige Anfragen. Der Konzern baut Diversity-Stellen ab. Ich kämpfe intern mit Strukturen, die mich ausbremsen und manchmal werde ich eher geduldet als unterstützt. Aber ich sehe auch Chancen, denn wenn oben abgebaut wird, muss unten jemand anfangen, Vielfalt wieder aufzubauen. Und das ist mein Job. Trotz aller Zweifel gibt es Dinge, die mich nicht loslassen. Fortschritte, auch wenn sie klein sind. Menschen, die an mich glauben, kleine Momente der Freude und eben das Gefühl, endlich bei mir anzukommen. Der Weg ist schwer, aber ich gehe ihn weiter. Es folgen nun wie üblich ein paar Fotos zu meiner Reise seit dem letzten Update.
Danke, dass ihr mich begleitet. Danke für jedes Like, jeden Kommentar, jede Nachricht. Ihr seid ein Teil meiner Reise. Bis zum nächsten Mal. Eure Michi.